wer erzählt die Lagerfeuergeschichte? Wie wär's mit Herz? Herz hat so eine angenehme Vorlesestimme. Soll ich noch eine Geschichte erzählen? Erzähl bitte eine Geschichte. Dann müsst ihr es euch bequem machen. Ich sitz schon. Also wo es gerade zum Thema Wünsche geht oder ums Thema Wünsche geht, habe ich tatsächlich eine Geschichte für euch. Es war einmal vor langer, langer Zeit in Tschernarus. Da gab es ein altes Mütterlein. Es lebte in der Gegend um Quotzen herum in dem alten Hexenhaus. Ich glaube, das kennt ihr alle mehr oder weniger. Und eigentlich beginnt die Geschichte schon viel früher, denn die Dame, die hatte eigentlich nichts. Die lebte, ob ihr es glaubt oder nicht, in einer Essigflasche. Essig kennt ihr noch von früher, vor der Apokalypse, hat man benutzt zum Würzen. Ich weiß gar nicht, ob es das bei euch heute gibt. Aber diese Dame, die lebte in einer Essigflasche. Und es könnt ihr euch gut vorstellen, das roch und das stank. Und diese arme Frau, die war natürlich nicht glücklich. Die war alles andere als glücklich. Und so ging es Tag ein und Tag aus und sie jammerte und sagte, ach, ich arme alte Frau, ich muss in dieser Essigflasche wohnen, den Tag ein und Tag aus diesen Gestank ertragen. Ach, wenn ich nur ein Haus hätte, dann wäre ich glücklich. Und wisst ihr, was eines Tages passierte? Eines Tages kam nicht der Weihnachtsmann, sondern eine gute Fee. Und die gute Fee sagte, ach du arme alte Frau, ich gewähr dir einen Wunsch. Was wünschst du dir? Dann sagte sie, wenn ich nur in einem Haus wohnen würde, dann wäre ich glücklich. Und die Fee nahm ihren Zauberstab, wedelte und sagte, habt ihr einen Zauberspruch? Was sagte die Fee? Welchen Zauberspruch sagte sie? Simsalabim. Ene, Miste. Also, ene mene miste, simsalabim und bibidi-babidi-bu. Und die Frau fand sich in einer Hütte wieder. Wie einige von euch sich morgen wahrscheinlich auf wundersame Weise in ihrer Basis wiederfinden mit ihren Geschenken. Genau so ging es der Frau. Und sie sah sich die Hütte an. Sie sah jede Ecke. Und sie sah das Dach über dem Kopf. Und sie sagte, ha, endlich. Endlich, endlich, endlich habe ich ein Haus. Jetzt bin ich glücklich. Nun ja, für einen Tag war sie glücklich. Am nächsten Tag fiel ihr ein, das Haus, ja, das ist zwar schön und gut, aber ich brauche noch einen Tisch. Einen Tisch. Wenn ich noch einen Tisch und einen Stuhl hätte, dann wäre ich glücklich. Oh, hier ist gerade noch einer dazugestoßen auf magische Weise. Na, das ist der Frau damals nicht passiert. Aber genau wie dieser Herr hier plötzlich erschienen ist neben mir, erschien auch die Fee wieder bei der alten Dame und sagte, alte Frau, was kann ich für dich tun? Ich kann dir noch einen Wunsch erfüllen. Ja, wenn ich nur einen Tisch und einen Stuhl hätte, dann wäre ich glücklich. Und die Fee sagte wieder ihren Zauberspruch. Sagen wir es zusammen. Ene mene miste, simsalabim, oder was habt ihr gesagt? Salabim. Ene mene miste, Ene, mene, Miste, Simsalabim, bu. Genau, bibidi-babidi-bu. Und die Frau fand sich im Haus mit Stuhl und Tisch und dachte, nun sei sie glücklich. Aber Bis ihr an ahnt das es schon. Ende ihrer Tage. Ihr ahnt es schon, so ganz glücklich war sie an Tag 3 nicht mehr. Denn was fehlte der guten Frau noch? Ein Bett. Ein Bett. Super Idee. Und so sagte sie, jetzt habe ich zwar einen Tisch und einen Stuhl, aber wenn ich nun ein Bett hätte, ein weiches Bett mit Federn und mit Pflaumen und mit Decke und mit Kissen und vielleicht auch noch mit GDZ-Logo, dann wäre ich glücklich. Und ihr ahnt es schon, die Fee kam, die Fee schwang ihren Zauberstab, erfüllte der Frau ihren Wunsch. Und an Tag 4, was passierte am Tag 4? Simsalabim. Achso, der Zauberspruch erst. Ja, der Zauberspruch erst, genau, bibidi-babidi-bu. Und sie hatte das weichste Bett, was ihr euch vorstellen könnt. Sowas habt ihr in der Apokalypse noch nicht erlebt. Aber am nächsten Tag Hat sie auch bestimmt da. eine Menge Downjacken für zerschneiden müssen. Wahrscheinlich. Aber das macht ja die Magie. Auf jeden Fall, am nächsten Tag war sie wieder nicht glücklich, denn es fehlte immer noch was. Was fehlte denn? Ein Hubschrauber. Zum Lesen. Ein Buch zum Wie zum Beispiel Lesen. ein Kochbuch.
oder so. ein Kochbuch, ein Hubschrauber. Und das alles ging der Frau im Kopf rum und sie sagte, wenn ich jetzt noch ein Kochbuch und eine Küche, ein Herd und ein Hubschrauber hätte, dann wäre ich glücklich, ja. Und sie wartete auf die Fee, bis sie kam. Und tatsächlich, die Fee kam nochmal und sagte, liebe alte Frau, was kann ich für dich tun? Und die Frau sagte, ja, ich bräuchte jetzt noch ein Hubschrauber und etwas zum Kochen machen und eine Küche und überhaupt. Und dann wäre ich glücklich, dann brauche ich auch wirklich nichts mehr. Und die Fee schwang ihren Zauberstab und sagte, Ene, mene, simsalabim, bitte, bitte, bade, bade, bade. genau, so ähnlich, in dem Miste Simsalabun, bibidi babidi bu, jetzt komme ich selber durcheinander. Und die Frau fand vor ihrem Haus einen kleinen Little Bird, fast so ähnlich wie den die gute Smokey heute bekommen hat. Und eine Küche, eine Kochgelegenheit. Und eigentlich sollte sie glücklich sein. Aber was passierte am Tag drauf? Was fehlte der Frau noch? Ein Golfplatz. Nein. Eine Gartenhacke, damit sie sich einen Garten anlegen konnte und ein paar Samen zum Cannabis pflanzen, damit sie abends entspannen kann. Okay. Gut, und so wartete sie auf dem nächsten Tag, als die Fee dann nochmal vorbeikam. Und dann sagte sie, oh, gute Fee, gut, dass du kommst. Ich brauche noch einen Golfplatz und eine Gartenhake, damit ich mir Hanf anbauen kann, damit ich abends entspannter ins Bett gehen kann. Und die Fee nahm ihren Zauberstab, sah der alten Frau in die Augen und sagte, alte Frau, du kommst aus deiner Essigflasche. Ich habe dich rausgeholt, in dein Haus geholt. Du hast einen Tisch gekriegt, einen Stuhl, ein Bett, ein Little Bird und du hast eine Kochgelegenheit bekommen. Und jetzt möchtest du noch einen Golfplatz und noch viele andere Dinge. Aber du hast nicht einmal Danke gesagt. Und zur Strafe werde ich dich zurück in die Essigflasche schicken. Und sie nahm ihren Zauberstab und sagte, Simsalabin, bibidi-babidi-bu, und die Frau fand sich wieder in der Essigflasche. Und wenn ihr heute eine Essigflasche irgendwo vielleicht noch in der Apokalypse findet, in einem alten, abgelegenen Supermarkt, dann schaut mal rein, ob ihr da nicht die alte Frau findet, die verbittert über ihr Leben klagt und denkt, hätte ich doch bloß einmal Danke gesagt. Und in diesem Sinne sage ich auch hier heute Danke an alle, die dieses Event ermöglicht haben. Danke an alle Teilnehmer, danke an alle Admins, danke an alle Community- und Eventmanager. Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend. Danke. Danke. Und wenn ihr das nächste Mal in die Suppenküche oder an unsere Camp kommt, sagt einfach Danke. Das war jetzt eine echt schöne Geschichte. Ja, Ja, stimmt. wunderbar. Und dafür, dass ihr alle hergekommen seid heute und wir uns so einen schönen Abend hier gemacht haben mit so vielen coolen Beiträgen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Man sieht sich auf dem Server. Und einige, vielleicht auch in der Woche, auf Eil. Ja, schauen wir mal. Oh, danke für das Event. Ja, vielen Dank. Danke für das Weihnachtsdorf. Danke. Danke für die Beiträge. Danke. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Genießt ihn.